Auf euren Wunsch hin entführt euch Andreas heute in die spannende Welt der Kryptowährungen. Und wie auch schon im letzten Video, wo es um das Swing Trading ging, gibt er euch auch dieses Mal wieder am Ende ein praktisches Beispiel. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß. Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas von Börse und Co. und ich freue mich darauf, euch heute einen weiteren Ausblick, eine weitere Vorschau geben zu dürfen in unsere kommende ANS Trading Schule und Börsengemeinschaft. Und heute mit dem Thema Krypto. Wie kommt es dazu? Ich wurde oft angesprochen, ob wir nicht unterschiedliche Schulungskurse machen sollten, die wir dann nach und nach eben an den Markt bringen. Wo ich gesagt habe: „Nein, ich möchte Schluss machen mit dem Nimbus, dass man für alles einen separaten Kurs braucht.“ Und genau aus dem Grunde haben wir uns entschieden, in unseren Kurs, der, ich sage mal, vom komplett Unwissenden bis schon zum erfahrenen Einsteiger es den Menschen ermöglicht, Aktien zu handeln, das Swing Trading zu betreiben. Aber der Punkt ist, diese Dinge, die ihr bei uns lernt, die ermöglichen es euch, ebenso die anderen Assets zu handeln, zu traden. Und da gehört Krypto genauso dazu, wie eben die Optionen, welche wir auch ausbilden werden, wie Futures, Forex, Anleihen, Edelmetalle und weitere Werte. Ich habe mich dazu entschlossen, euch heute genau von diesem Kryptobereich einen kurzen Auszug zu zeigen, was wird enthalten sein. Wie gesagt, diese ganzen Wissen, die packen wir euch einfach on top mit rein. Wenn der ein oder andere dabei ist, den zum Beispiel das Krypto nicht interessiert, so, er wird nicht dazu gezwungen. Aber eins ist auch sicher, wer bei uns war, ist nicht dazu gezwungen, sich dann einen Kryptokurs zu kaufen, nur um dort die Basics zu lernen. Was haben wir alles mit drin? Gehen wir es doch einfach mal reihum durch. Und natürlich möchte ich euch ebenfalls heute wieder am Ende etwas anderes zeigen. Heute, wie man sich einen allerersten Überblick über eine Kryptowährung verschafft. Auch wie man, ich sage mal, ein leichtes Bauchgefühl dafür entwickeln kann, zu welchem Preis solch eine neue, andere Kryptowährung zum Beispiel steigen kann. Ich meine den Bitcoin und stellenweise auch Ethereum oder Solana. Da haben viele schon davon gehört. So mancher ist schon drin investiert, aber über die restlichen Bereiche, Coins etc. und was es da doch noch so gibt, da denke ich, herrscht doch noch viel Aufklärungsbedarf. Und genau dem widmen wir uns, indem dass wir euch zeigen, welche unterschiedlichen Assetklassen es überhaupt im Kryptobereich gibt. Da sehen wir, ja, es gibt zum Beispiel die Coins, die allen geläufig sind. Es gibt aber auch Security Token und noch so manches mehr. Wir klären auf über die Bereiche von Krypto, wie zum Beispiel dem Metaverse, dem DeFi, dem Decentralized Finance Bereich. Wir klären nicht nur über diese Bereiche auf, sondern auch, wie sie funktionieren und was sie stellenweise für Möglichkeiten eben beinhalten. Die Unterschiede der verschiedenen Kryptobörsen. Wir haben ja zum Beispiel die Möglichkeit, wie zum Beispiel Bison an der Stuttgarter Börse, uns dort in Kryptos einzukaufen. Aber es gibt natürlich auch die zentralisierten, dezentralisierten Kryptobörsen, die ebenfalls sich unterscheiden. Zum Beispiel in den Angeboten, den Handelsmöglichkeiten und vielem mehr. Die Kryptoverwahrung, denke ich, eins der grundlegendsten Themen, das niemals fehlen darf. Wie kann ich Kryptos selbst verwahren? Es gibt ja diesen Leitspruch, not your key, not your coin. Dementsprechend natürlich auch die sogenannten Hardware-Wallets, die es ermöglichen, die Schlüssel für die eigenen Kryptobestände zu Hause zu verwahren, sodass sie von nirgendwo gehackt werden können, aber natürlich auch Online-Wallets, die ebenso benötigt werden, wie sie funktionieren, was es gibt, wie man sie einrichtet, die Handelsmöglichkeiten, die auf der Blockchain und im Kryptobereich existieren. Wir haben hier jetzt gerade mal spontan Spot, also den ganz normalen Kauf und Verkauf, Futures, Lending. Ja, aber wir haben natürlich noch weitere, wie zum Beispiel das Staking etc. Und dann natürlich auch einhergehend die Analysemöglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt hier CoinGlass.
Es ist im Kryptowesen gibt es doch mehr Parallelen auch zu den regulierten Märkten, wie man sich eigentlich anfänglich vorstellt. Denn nicht wenige Kryptowerte beinhalten auch einen sogenannten Use Case, also eine Anwendung. Ja, sie wurden geschaffen, um für eine Anwendung eben eine Plattform darzustellen, eine Bezahlmöglichkeit für Antwort, zum Beispiel Ethereum als das größte Ökosystem mit Anwendungs-Use Cases, die man sich vorstellen kann. Auch die meisten Entwickler verrichten dort ihr Werk und deshalb ist es für mich zum Beispiel als eine der Kryptowährungen nach Bitcoin gesetzt. Was für mich auch gesetzt ist, ist natürlich, wenn euch unser Kanal gefällt, bitte Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar, abonniert unseren Kanal, freut uns, motiviert uns natürlich für die kommenden Videos und um unsere Themen noch weiter zu entfalten. Gehen wir rein in den ersten Überblick einer Kryptowährung. So, und da habe ich jetzt hier einfach mal einen Kryptoscreener namens CoinMarketCap geöffnet. Der wird bei euch, wenn ihr ihn öffnet, wahrscheinlich erstmal in englischer Sprache sein. Wenn ihr euch registriert, dann könnt ihr hier oben rechts in den Einstellungen die Sprache abändern auf Deutsch. Und wir sehen jetzt hier die Kryptowährungen sofort sortiert nach Marktkapitalisierung, also nach der Größe. Und da ist natürlich Bitcoin als Platzhirsch ganz oben mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2 Milliarden. 2 Billionen, Entschuldigung. 2 Milliarden, ja, die Zeiten sind schon eine ganze Weile vorbei. Für den allerersten Überblick empfehle ich zum Beispiel diese Spalte, weil warum? Nicht von jeder Kryptowährung sind alle Coins auch im Umlauf. Manche werden zurückgehalten, man nennt dies im Kryptobereich, sie sind locked. Und wenn wir uns jetzt mal hier so durchscrollen, dann sehen wir zum Beispiel bei Ripple, wir haben hier rund 59 Milliarden, welche freigegeben wurden. Allerdings die Gesamtmenge sind 100 Milliarden. Das heißt, die werden erst noch freigeschalten. Dies kann natürlich essentiell werden bei der Investition von einer Kryptowährung oder in eine Kryptowährung. Wenn wir da jetzt mal langsam runterscrollen, ja, wir sehen mal zum Beispiel schon auf Platz 35 der größten Kryptowährungen findet sich zum Beispiel Pi. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier sind sage und schreibe 7 Milliarden im Umlauf, allerdings von 100 Milliarden. Das heißt, wir haben hier nicht mal 10% der Bestände, die bis dato im Umlauf sind. Wir haben einen Kurs aktuell von 38, knapp 39 Cent. Was passiert, wenn nur weitere 7 von diesen Milliarden freigegeben werden? Klar, der Kurs wird sich annähernd halbieren. Da sage ich, das ist für mich natürlich schon mal ein sehr großes Risiko. Ich habe es nicht in der Hand. Wann werden wie viele von diesen Coins freigeschalten? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es natürlich nachschauen. Gibt es weitere Informationen? Und jetzt sage ich mal, jetzt sind wir in der fundamentalen Recherche von Kryptowährungen. Welchen Use Case haben Sie? Für welche Anwendung sind Sie da? Wie schreitet die Anwendung in der Adaption vor? Also sprich, ist sie benutzerfreundlich? Ist sie massentauglich? Was natürlich für ein sehr gutes Wachstum von einer Kryptowährung eben als Punkt gelten könnte. Dies alles sind Punkte, die wir in unserer Schulung ebenfalls beibringen, zeigen, sodass man, sagen wir, eine Kryptowährung ähnlich wie eine Aktie bewerten kann. Nicht nur auf technischer Basis, da befinden sich beide, sage ich mal, gleich auf. Sie werden beide mit den gleichen technischen Mitteln, beziehungsweise zumindest auf dem Chart, analysiert. Aber in der fundamentalen Recherche, da gibt es natürlich Unterschiede. Ein weiterer Punkt ist ja oft die Überlegung, ja, wenn man gerade in eine Kryptowährung vielleicht investieren möchte, die man nicht so gut kennt, etc.,
ja, in welchen Preis kann die denn hingehen? Wo kann die sich hinentwickeln? Man liest nicht selten doch reißerische Schlagzeilen eben auf verschiedenen Portalen, in Nachrichten. Und jetzt nehme ich einfach mal den Platz 3, XRP Ripple. Auch Ripple kommt immer wieder regelmäßig eben in den Nachrichten. Ich muss definitiv sagen, Ripple ist sicherlich ein Unternehmen, wo noch vieles im Gange ist. Sie versuchen ja, ich sage mal, das SWIFT-System zu ersetzen, sich bei den Banken als im Zahlungstransfer zu platzieren, was ihnen auch stellenweise mittlerweile schon gelingt. Aber wo kann denn, sage ich mal, zumindest zeitnah innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre ein solcher Wert hingehen? Und wenn wir jetzt mal schauen, wir sind momentan bei 3 Euro, also wir sind da momentan auf einem oder in der Nähe eines All-Time-Highs. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass im Moment 60 Milliarden an Ripple freigeschalten sind, noch knapp 40 Milliarden noch locked sind, also noch nicht freigeschalten, dann ist es schon mal ein Statement, wobei ich weiß, dass Ripple jetzt da nicht zu denen gehört, die mal kurz ja, ihre eigene Währung überfluten und somit, sage ich mal, den Preis extrem verwässern, aber trotzdem, ja, es ist ein Indiz. Aber man muss sich jetzt natürlich mal vor Augen halten. Wir haben zum Beispiel oben drüber Ethereum. Wir haben bei Ethereum 120 Millionen. Und 120 Millionen sind wesentlich weniger wie 60 Milliarden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel wollte, dass der Ripple sich verdoppelt, dann müsste ich ja auch genau diese Einlage, die jetzt drin ist, ebenfalls verdoppeln. Das heißt, wir kommen hier, wenn wir mal anschauen, wir sind bei einer Marktkapitalisierung von 178 Millionen. Die wiederum müsste sich, nein, was sage ich denn? Jetzt habe ich ja totalen Faden verloren. Nein, wir haben von 178 Milliarden, Entschuldigung, mein lieber Freund, aber heute da hat es jetzt mal so einen richtigen Aussetzer gegeben. Aber was soll's. Was ich da dazu sagen will, wenn jetzt jemand irgendwo eine Zeile liest, ja, Ripple steigt zeitnah auf 150 oder 200 $, dann ist es abstrus. Denn warum? Anhand des Umlaufangebots von 60 Milliarden Coins und dazu haben wir dann noch diese Marktkapitalisierung, die wir ja in dem Fall auf 150, ja, müssten wir die verfünfzigfachen. Wo soll all dieses ganze Geld auf einen Schlag herkommen? Es ist einfach utopisch. Und deshalb sage ich, wenn ich jetzt so etwas sehe, ohne dass ich in die tiefen Recherche gegangen bin, ohne dass ich den Coin und den Nutzen von dieser Währung nachkontrolliert habe, dann sage ich im allerbesten Fall vielleicht verdoppeln. Mehr aber sicherlich nicht. Man wird vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Wie gesagt, ich lehne mich raus, also 100, 150 werden wir da zeitnah ganz, ganz sicherlich meines Erachtens nicht sehen. Aber wie gesagt, das sind mal allererste Eindrücke, um einfach mal ein Gefühl für so eine Kryptowährung eben zu bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, das euch Spaß gemacht hat, das euch vielleicht noch ein bisschen Mehrwert gebracht hatte, was ihr noch nicht kanntet. Wie immer, alles, was ich euch gesagt habe, beruht rein ausschließlich auf unseren subjektiven Erfahrungen, sind rein unsere subjektiven Einstellungen und dienen nicht zur Motivation oder zur Anregung zum Kauf von irgendwelchen Handelswerten oder dergleichen. Sie dienen auch nicht der Anlageempfehlung oder sonstiger Handelsinteressen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.